Als nächstes möchte ich hier die Produktion meiner geliebten Notizbox Sterne vorstellen, aus denen man auch während des ganzen Jahres weiße Sterne oder bei entsprechendem Papier auch mehrfarbige Sterne zusammenbauen kann. Die schönsten Notizklötze mit dem besten Papier habe ich bisher bei Firma Müller gefunden. Da bekommt man für 2 € so eine Notizbox mit 700 Blättern. Für 23 Sterne sollte es reichen. Dabei, ich stelle das mal so hin, kann man neben den weißen Sternen mehrfarbige machen. Die kräftige rote Farbe eignet sich, denke ich, nur für einfarbige Sterne, weil es sonst zu sehr aus dem Rahmen schlägt. Aber ansonsten kann man bei Verwendung aller Farben dann ganzfarbige Sterne machen. Da braucht man dann pro Farbe 30 geteilt durch 5, 6 Blätter pro Farbe. Oder man macht das, was mir lieber ist, zum Beispiel 2 oder 1 Blatt von jeder Farbe da rein. Wichtig ist für mich, dass jede Spitze nur immer Farben hat, unterschiedliche Farben, also dass die Farben sich nicht wiederholen innerhalb einer Spitze oder den angrenzenden Spitzen. Das ist jetzt ein Stern, der hat 1/3 weißes Papier, 2/3 rotes farbiges Papier. Der andere Stern hat 2/3 weißes Papier. Die gefallen mir persönlich am besten, und wie so ein Stern entsteht, das will ich jetzt vorstellen von Anfang an mit meiner vereinfachten Falttechnik, die einfacher ist, als wie es bisher gemacht wird. Als erstes nehme ich dann aus diesem Notizklotz Papier heraus, um es, ich habe doch etwas mehr, da habe ich es, um es erst einmal zur Mitte zu falten. Dazu verwende ich einen Anschlag. Hier ist es eine Metallplatte, die ich als Anschlag verwende. Damit kann ich dann, ohne großartig hinzuschauen, dann alle 30 Blätter, beziehungsweise 20 natürlich für diesen Stern, hintereinander falten. Das mache ich jetzt nicht. Ich habe schon vorgearbeitet. Ich wollte nur zeigen, wie das funktioniert. Man kann natürlich genauso gut auch ein Brett oder etwas anderes mit einer Hakenkante nehmen. So, das schiebe ich mal aus dem Sichtfeld. Meine Blätter sind jetzt hier vorbereitet. Und jetzt fange ich an mit dem Falten. Wichtig ist, dass der Mittelfalz immer an der Oberkante liegt und auch da liegen bleibt. Zuerst zur Mitte hin, ein zweites Mal zur Mitte hin, das Ganze wenden, der Mittelfalz bleibt oben. Und dasselbe auf der anderen Seite. Auch diese Falze würde ich so für alle 30 Module so vorbereiten. Da braucht man recht gutes Licht, damit man das sieht. Ich hoffe, man sieht das auch, wie ich das mache. Ich will hier natürlich auch nicht alle 30 falten, sondern nur ein paar von den Dingern, damit man verfolgen kann, wie sich das anlässt. Wenden, Mittelfalz oben lassen und wieder die andere Seite. So, ich sehe immer zu, dass ich zuerst die Spitze hier recht ordentlich anpeile, dann kann man das andere anlegen und so kann man es dann mit dem zweiten auch machen. So, ich glaube, das reicht erstmal zur Demonstration. Und auch hier habe ich den Rest bereits vorbereitet. Na, ich gebe jetzt nicht alles aus. Wie es jetzt nun weitergeht, einfach, das kann ich entweder auf dem Tisch machen oder auch in der Hand. Wichtig ist,
dass ich die überstehenden Kanten nach innen schlage, nach oben, das Ganze rumdrehe, auf der anderen Seite dasselbe tue. Dann die Seiten öffnen, nochmal auseinanderschieben, damit der Mittelfalz sich öffnet und die überstehenden Ecken wieder zur Mitte. Aber das habe ich in einem anderen Video auch schon erklärt. So, und jetzt fehlt nur noch das zur Mitte hin. Was ich eher gewohnt bin zu tun bei den kleinen Formaten, bei den Zettelkastensternen, dass ich das Ganze in der Hand behalte. Dann kann ich mit etwas Übung nämlich etwas besser damit umgehen. Nur für die ersten Falze braucht man dann die Unterlage. Ups. Jetzt gerade noch mal zum Hinschauen, etwas schneller. Was gut ist, ist, wenn man 10 Stück beisammen hat, dass man einfach die fertigen Module zusammenlegt und sie noch einmal zusammendrückt, damit die Falze noch etwas stärker werden, weil das Zusammenstecken des Sterns dann erleichtert. So, ich glaube, jeder hat jetzt gesehen, wie das funktioniert. Auch das Auseinanderschieben, da haben schon einige Leute Probleme gehabt, aber ich finde, das ist eine ganz tolle Idee. Man muss gar nicht mehr hingucken, das kann man beim Fernsehen machen. Das funktioniert dann im Laufe der Zeit wie von selbst, nach den ersten paar hundert Sternen. Ich habe auf die Weise schon einige auch auf langen Flügen gemacht, nach USA zum Beispiel, wo ich dann die Dinger dem Bordpersonal geschenkt habe und die Stewardessen waren ganz begeistert. Das geht dann auch bei schlechtem Licht. So, das ist jetzt das letzte, was ich mache. Auseinanderschieben, die Spitze knicken und zusammenlegen. So, jetzt mache ich die Dinger auch wieder weg und nehme, meine Frau hat gestöhnt, nehme die fertig gefalteten. Ich will jetzt kommen wir zur Hauptsache, ich will jetzt also einen Stern machen, der zwei jeweils an den Ecken jeweils 2 weiße Seiten hat und eine farbige. Und die Farben sollen nicht aneinander stoßen, sollen möglichst gegenüber sein. Und ich zeige jetzt einfach, wie das geht, ohne dass man damit Probleme bekommt. Ich habe im Laufe der Zeit herausgefunden, dass diese Farbreihenfolge ganz gut ist, damit man nachher das gewünschte Ergebnis erhält. So, ich beginne damit, indem ich zuerst die 2 weißen Ecken nehme und fange dann mit der ersten Farbe an. Gelb sagt die Erfahrung. Man kann natürlich auch irgendwelche anderen Farben nehmen, das ist klar. Stecke das so zusammen, dass die Spitze geschlossen ist. Dann nehme ich gerade das Gelbe und füge da wieder 2 weiße an. Ich mache das jetzt etwas schneller. Pyramide und zusammenstecken. So, nachdem die 2 Ecken so fertig sind, fange ich mit dieser Seite an weiterzumachen. Und wie bei den anderen Sternen mache ich auch, ich hole mir noch mal gerade vor, mache ich erst einen von diesen Sternkränzen, von den Spitzen, vollständig, 5 Stück, und fange dann mit dem nächsten an. Also geht es jetzt in der Richtung weiter. Das System ist, dass ich jeweils immer versuche, 2 weiße zuerst anzusetzen und dann das farbige nehme. Die zweite Farbe ist blau hier in dem Fall. Kommt jetzt dran. Das Ganze wieder zu einer Pyramide formen und zusammenstecken. Da geht es weiter. Immer an dem Modul, was geschlossen worden ist, das hatte ich bereits erklärt, mache ich weiter, bis ich 4 Spitzen vollständig habe. Die dritte Farbe ist orange.
so eine Pyramide formen und zusammenstecken. Immer wenn ich 4 Spitzen vollständig habe, werden die offenen Enden verbunden. 2 weiße habe ich beieinander, die 4. Farbe hier grün. So, und genau mit dem, was ich geschlossen habe, mache ich weiter. Jetzt habe ich schon eine farbige Spitze. Ich muss also 2 weiße Ecken ansetzen. Hier geht es weiter. Der nächste Kranz soll sich hier bilden. Eine weiße Ecke ist da. Die zweite kommt jetzt. Grün war mein letztes. Jetzt kommt Blau. Und hier geht es weiter. Wichtig ist, das hatte ich auch schon erwähnt, dass Blau, Rot, das hatte ich auch schon erwähnt, dass der Stern, die Baustelle, an der man gerade arbeitet, immer zwischen Daumen und Zeigefinger gehalten wird. Dann kommt man nicht durcheinander und es rutscht einem auch nichts aus den Händen. Das hatte ich als letztes zusammengesteckt, da mache ich auch weiter. Eine farbige Ecke ist bereits da. 2 weiße werden angesetzt und ich schaue mir jetzt nicht an, wie die Baustelle insgesamt aussieht, sondern mache einfach weiter. Ich muss mich gar nicht drum kümmern, weil ich weiß, dass es hinterher richtig hinkommt. So, 4 Ecken sind fertig, die offenen Enden werden miteinander verbunden. Nach dem roten kommt wieder ein grünes, also die Reihenfolge ist ganz verrückt. Man wird nicht denken, dass es hinterher die Farben gleichmäßig verteilt sind, aber die Erfahrung hat gezeigt, es funktioniert. Jetzt habe ich wieder eine grüne Ecke offen. 2 weiße kommen dazu. Will man einen Stern machen, der 20-farbige Blätter hat und 10 weiße, dann macht man es natürlich genau umgekehrt. Dann fängt man mit den farbigen an und komplettiert das mit der weißen Ecke. So. 4 Sternspitzen hatte ich wieder vollständig. Jetzt wird die 5. geschlossen und genau wieder mit dieser Spitze wird weitergearbeitet. Zunächst wieder die 2 weißen. Als nächstes kommt das Rot dran. Viel mehr Auswahl habe ich hier nicht. Die nächste Spitze, da fehlt wieder ein weißes Eck. So, 1, 2, 3, 4. Jetzt wäre mir fast was passiert. Das kann Ihnen auch passieren. Immer genau zählen, dass man auch wirklich nach der 4. Ecke das 5. miteinander verbindet. So, war vielleicht ganz gut, dass mir das jetzt auch passiert ist. Also immer bis 4 zählen. So, und jetzt kommt die gelbe Ecke dran. Und dann sollte ich auch bald fertig werden. Nein, jetzt habe ich mich schon wieder vertan. Entschuldigung. Jetzt kommt die gelbe Ecke dran. Ich hatte schon wieder 4 offen. So, hier geht es weiter. Gar nicht so einfach, so ein Video zu machen, wenn man sich nicht vertun will. Und ich bin da kein Profi. So, 2 Ecken fertig. Jetzt kommt die letzte farbige Ecke dazu.
Bei der letzten Spitze werden alle Ecken nach außen geklappt, alle Flügel, sage ich mal, und dann der Reihe nach gerade in der anderen Richtung zusammengesteckt. So, indem ich das so öffne, hinein damit. Die letzte Spitze über den Finger etwas gebogen, mit dem anderen Finger etwas geöffnet, die Ecke, und dann lässt man es hineinrutschen. Jetzt muss ich nur noch die Knicke etwas nacharbeiten, je nachdem, und der Stern ist dann fertig. Da kann ich mit dem Fingernagel ein bisschen nachhelfen, damit es schön aussieht, und der Stern ist fertig. Jetzt, wenn ich keine Lust habe, 30 Ecken zu bauen und ich bin manchmal etwas faul in der Richtung, dann mache ich es folgendermaßen, dass ich beim Falzen, dem Mittelfalz, dass ich immer 2 Blätter gleichzeitig nehme. Es wird dann zwar nicht 100%ig genau, aber 95% reichen mir in dem Fall auch schon. Dann habe ich nämlich nur 15 Blätter, mit denen ich weiterarbeiten muss. Und aus 15 Blättern, die kann ich dann weiter falten, auch mit, ups, das hätte ich jetzt nicht tun sollen. Dann kann ich aus den 15 Blättern bis hier, bis zu diesem Punkt, kann ich 2 Blätter übereinander liegen lassen. Meiner Meinung nach ist es sogar einfacher als mit einem einzelnen Blatt, weil es nicht so empfindlich ist. Ich muss dann nachher nur, nach diesem Arbeitsschritt, muss ich nachher nur die Blätter auseinanderziehen. Nach diesem Muster, so dass ich mit den einzelnen Blättern dann den Rest machen kann. Das ist jetzt also eine Zusatzgeschichte für Leute, die Steine in größerer Menge machen wollen und sich etwas Zeit sparen wollen. Das war's. Viel Vergnügen.